In einer Handvoll Erde leben mehr Organismen als Menschen auf unserem Planeten. Und das ist schon ein kleiner Schatz, den ich hier in den Händen halte. Der Schatz, den der Gießener Professor Volkmar Wolters meint, fruchtbarer hessischer Boden. Der ist in Gefahr. Er soll versiegelt werden. Hier bei Wölfersheim soll ein riesiges Logistikzentrum entstehen. Bis zu 30 Hektar. Eine Fläche so groß wie 42 Profifußballfelder. Wir stehen ja hier auf einem Lössboden, einem der wertvollsten, wenn nicht dem wertvollsten Boden der Welt. 10% der Landfläche sind damit bedeckt. Solche Böden brauchen aberwitzig lange, um zu entstehen, um sich zu bilden als Einwehung, aber durch die Verwitterung. Und es sind im Grunde nicht erneuerbare Ressourcen. Die geplante Logistikhalle in Wölfersheim ist nur ein Beispiel von vielen. Auch die Umweltschutzorganisation BUND warnt davor, Böden leichtfertig zuzubauen. Denn sie sind wichtig für uns, aus mehreren Gründen. Unser Boden, unsere Fläche ist ein ganz wertvolles Gut, von dem wir leben, das uns auch schützt. Und wenn wir die Versiegelung immer mehr ausdehnen, handeln wir uns immer mehr Katastrophen ein. Katastrophen in der Ernährung, in der Landwirtschaft, Katastrophen, was das Abwasser und das Hochwasser betrifft. Schon vor 20 Jahren gab die Bundesregierung das Ziel aus, den Flächenverbrauch bis 2020 auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren. Das Ziel wurde deutlich verfehlt. Heute sind es laut Umweltbundesamt rund 52 Hektar, also 73 Profifußballfelder, die jeden Tag zu Siedlungs- und Verkehrsfläche werden. Und in den vergangenen Jahren war der Flächenverbrauch noch höher. Knapp die Hälfte dieser Fläche ist laut Umweltbundesamt etwa mit Beton oder Asphalt versiegelt. Das hat Folgen für viele Bereiche. Erstes Beispiel: die Ernährung. Wir haben ertragreiche Äcker und sehr gute Böden. Trotzdem schaffen wir es nicht, uns selbst zu ernähren. Im Moment hat Europa den 1,5-fachen Fußabdruck seiner eigenen Fläche. Das heißt, wir brauchen die Hälfte der Fläche, die Europa hat, normal, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn wir unsere besten Böden versiegeln, fehlt uns ja diese Fläche für Nahrungsmittel, für Futtermittel. Das heißt, die müssen dann wieder noch mehr importiert werden. Und noch mehr, als wir hier haben, weil es sind hier die besten Böden. Das heißt, die Vernichtung des Regenwaldes fängt hier an, hier bei uns in Hessen. Wird Regenwald zu Ackerfläche, werden Ökosysteme vernichtet. Das Gleiche passiert durch Bodenversiegelung. Wir zerstören ein Ökosystem, das viele von uns kaum kennen. Professor Volkmar Wolters ist begeistert von den winzigen Lebewesen, die fast unsichtbar und doch so wichtig für uns sind. Man muss nur etwas genauer hinschauen. In diesen kleinen Höhlen, man denkt es nicht, leben Tiere, die für uns Menschen absolut essentiell sind. Sie sind beteiligt am Wasserfluss im Boden, sind beteiligt an den Nährstoffumsätzen im Boden, Stickstoff, Phosphor und so weiter, Kohlenstoffspeicherung. Ohne Bodentiere hätten wir verwitterndes Gestein, vielleicht mit organischer Auflage so ein bisschen obendrauf von Pflanzen, aber wir hätten nie so einen dicht bewachsenen, begrünten Planeten, auf dem viele, viele große Bäume wachsen und so weiter. Also das gäbe es ohne Bodentiere überhaupt nicht. Versiegeln wir Böden mit Asphalt oder Beton, wird das Bodenleben bis in die Tiefe dauerhaft zerstört. Und die Versiegelung hat noch mehr Konsequenzen. Beispiel Hochwasserschutz. Jeder Boden, der versiegelt ist, das Wasser, was da als Niederschlag runterkommt, das ist potenziell gefährdend für das Hochwasser. Wenn Niederschlag hier auf einem guten Boden ankommt und der Boden ist so, wie er sein sollte, wie ein Schwamm, dann nimmt er das Wasser auf, dann speichert er es und dann ist das auch Hochwasserschutz. Dr. Axel Donn vom Braunschweiger Thünen-Institut ist Bodenspezialist und zuständig für Agrarklimaschutz. Dieser Boden bei Salzgitter hat, wie der im hessischen Wölfersheim, einen hohen Lössanteil. Das ist hier wirklich ein ganz besonderer Boden, weil er kann 230 Millimeter Wasser speichern. Das sind 230 Liter pro Quadratmeter. Und wenn man sich überlegt, wie viel die Pflanzen brauchen, dann könnten die im Sommer 47 Tage ohne Regen hier durchhalten, ohne in Trockenstress zu kommen. Diese Wasserspeicherfunktion des Bodens wird in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger für uns. Und der Boden speichert das Wasser nicht nur.
Er filtert es auch und sorgt so für sauberes Grundwasser zum Trinken. Regenwasser wird auf seinem Weg durch den Boden gleich dreifach gefiltert. Erst werden Schwebstoffe wie durch ein Sieb entfernt, dann werden in Ton- und Humusschichten Schadstoffe und Gase aufgenommen. Und durch Pilze und Mikroorganismen werden organische Schadstoffe zersetzt. Durch die Versiegelung des Bodens wird seine Filterfunktion massiv beeinträchtigt und es kann sich weniger Grundwasser neu bilden. Auch für den Klimaschutz spielt der Boden eine entscheidende Rolle bei der CO2-Speicherung durch Humus. Letztendlich besteht Humus ja aus Kohlenstoff zu 60%. Und wenn wir mehr Humus im Boden haben, dann stammt dieser Humus vom CO2 aus der Atmosphäre. Und wir könnten damit auch dem Klima helfen und CO2, was schon in der Atmosphäre ist, wieder einfangen. Humus aufbauen und Treibhausgase binden, das geht natürlich nur da, wo der enorme CO2-Speicher Erdboden nicht versiegelt wurde. In Deutschland in landwirtschaftlichen Böden sind 2,5 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gespeichert. Eine irre Menge, die entspricht so viel wie 30 Mal der gesamten deutschen Treibhausgasemissionen. Die Emissionen von 30 Jahren. In den landwirtschaftlich genutzten Flächen ist mehr CO2 gespeichert als im gesamten deutschen Wald. Das ist das Ergebnis jahrelanger Forschung. Axel Donn hat mit seinem Team flächendeckend in Deutschland Bodenproben genommen und analysiert, unter anderem auf ihren CO2-Gehalt. Für ihn als Forscher ist das Projekt noch lange nicht vorbei. In Zukunft soll es darum gehen, wie sich die Bodenqualität entwickelt. Von 2012 bis 2018 haben wir in ganz Deutschland alle landwirtschaftlichen Böden beprobt, um zu gucken, wie viel Humus da ist und wie der Bodenzustand ist. Und hier sind alle Proben gelagert. Das sind über 125.000 Proben. Und wir werden 2023 wieder rausfahren auf die gleichen Flächen und werden die wieder beproben, um zu gucken, wie haben sich die Humusvorräte verändert. Und dann wissen wir auch erstmalig, was ist überhaupt los mit dem Humus in Deutschland. Unsere Böden vor Versiegelung zu schützen, ist auch Klimaschutz. Ansonsten zerstören wir diese Ressourcen wahrscheinlich unwiederbringlich. Wenn ein Boden einmal versiegelt war, dann kriegt man ihn nicht wieder so hin. Es gibt viele Versuche, Böden wiederherzustellen, nachdem sie versiegelt waren. Aber das sind alles Versuche, die nicht wirklich erfolgversprechend sind. Gute Böden entstehen über Jahrhunderte und Jahrtausende. Zerstört sind sie schnell.